willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich habe weiter gehäkelt und ich habe, wie ihr sehen könnt, 3 Sachen hier liegen. Einmal was Neues, das Tuch von letzter Woche und die Jacke, die Sternenweste von der Anleitung. Die Anleitung habt ihr ja bekommen und hier seht ihr sie nochmal. Ich dachte, ich zeige euch das mal komplett. Ich stelle mir gerade die Sachen runter und lege sie hin. Dann seht ihr sie mal in ihrer vollen Größe. Ich hoffe, die Anleitung war soweit verständlich und ihr konntet damit bis jetzt gut arbeiten. Oder für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich kann sie gerne mal oben verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. So, den Kragen lasse ich jetzt mal so. Ich denke mal, so könnte es sein, dass ihr das gut seht. Schauen wir mal, also hier unten ist. Machen wir mal so. So müsstet ihr es sehen. So, dann zeige ich euch das gerade mal. Achtung, wackelt ein bisschen. So, da oben seht ihr die Arme. Blume hat das jetzt ein bisschen rumgedrückt, aber da oben sind die Armausschnitte. Da wäre dann sozusagen Kopf und Hals und hier ist Bauchbereich und das hier ist sozusagen am Rücken dann. Ja, die habe ich die Woche fertig gehäkelt und wie gesagt euch auch die Anleitung dazu gegeben. Ja, mit einer 5er Nadel und einem Gründelgarn, aber das sage ich alles in der Anleitung nochmal genauer. Trotzdem, ich wollte es euch nur mal kurz zeigen, dass ihr das einfach mal nochmal gesehen habt. Dann habe ich gehäkelt, ups, jetzt ist es mir aus dem Beutelchen geplumpst, einmal an meinem Tuch habe ich weiter gehäkelt. Das häkele ich mit einer 4er Nadel. Ich habe hier unten noch den Markierer dran gelassen von dem Wollknäuel-Boppel. Und das sieht jetzt bis jetzt so aus. Ich muss kurz ein bisschen sortieren, dass ich mir hier nicht alles aufziehe. Da seht ihr, es hat so kleine Noppen hier oder Blümlein, je nachdem, an den oder Knospen dran, die man immer erweitert. Man fängt von der Spitze aus an und geht nach oben und nimmt halt dann immer weiter zu. Ja, so hat mir das Muster sehr gut gefallen. Ich finde auch den Übergang von dem Grau in dieses Zarte sehr hübsch. Da bin ich jetzt hier, also sozusagen auf einer Rückrunde von hinten gesehen. Wir waren hier und ja, nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch, deswegen wächst das langsam. Aber ich habe ja auch an der Weste noch gearbeitet und dann auch das Video dazu noch bearbeitet. Also wie gesagt, nehmen wir mal den Markierer raus und setzen ihn uns um. Die Wolle lässt sich sehr schön arbeiten. Das ist von den Märchengarn. Den Bobbel zeige ich euch gleich mal. Ich finde auch den Farbverlauf ganz sehr hübsch dazu. Also bei allem, was recht ist, klasse. So, da haben wir gesetzt und hier sind wir. Ja, so ein bisschen elegant filigran, finde ich, ist das Muster.
Ist mal was anderes im Gegensatz zu sonst den Sachen, die ich häkel. Aber gut, man muss auch sehr aufpassen, weil wenn man sich verhäkelt, ist alles einmal zum Aufziehen. Also man muss schon ein bisschen achten. Ne? Deswegen. Ja, das Tüchlein hier, habe ich euch ja gerade gesagt, das häkel ich mit dem Märchengarn. Das ist Romantica, der Artikel Nummer 536. Das sind 250 Gramm und eine vierfach Boppel. Und ich fand den Verlauf so, das sieht sehr schön aus. Ich finde, das passt gut zu dem Tuch, der Verlauf von der Wolle. Und auch, wie gesagt, eine 4er Nadel. Das Ganze wohnt hier in dem kleinen Projektbeutelchen. Da passt das gut rein. Einmal der Boppel. Die Nadel kommt immer an die Seite bei mir. Na gut, dann machen wir sie hier hin gerade. Und dann ist hier einfach so das Tuch drin. Und dann hat man alles beisammen. Schön. Ja, das ist die Nummer 2. Und dann haben wir nur noch ein Projekt, was in meiner kleinen Dackeltasche wohnt. Das ist ein kleiner Topflappen. Ich wollte ja mir aus dem Garn hier, was ich euch gezeigt hatte, das hatte ich ja aus dem Teddy, hatte ich mir das ja gekauft. Das sind 100% Baumwolle, das sind 125 Meter. Das hatte ich mir gekauft, wie diese 30% waren. Und ja, davon wird ein kleiner Topflappen gehäkelt. Genau. Einmal hier mit so einem kleinen Muster am Anfang. Und jetzt wird einfach nur noch stur geradeaus gehäkelt. Also stur nach oben, nicht geradeaus, stur nach oben gehäkelt. Ja, gefällt mir so ganz gut. Hier unten zieht sich das halt ein bisschen zusammen, deswegen sieht das so ein bisschen unförmig aus. Ihr seht es hier, es läuft so ein bisschen komisch. Aber das liegt nur daran, da ich hier unten mit dem Reliefstäbchen gearbeitet habe. Und die ziehen sich halt immer ein bisschen zusammen. Und hier auf der Seite greife ich meistens immer an, auch zum Häkeln, wenn ich dann hier am Start den Übergang hier mache. Und deswegen ist das ein bisschen unförmig geworden. Aber das ist nicht schlimm, da kommt noch mal eine Umrandung nachher drüber. Und was ja sehr wichtig ist, ist dieselbe Maschenanzahl. Also hier ist dieselbe Maschenanzahl wie hier unten. Von daher passt das. Das hier ist der Rest von meinem ersten Knäuel. Der wandert noch rein und dann wird auf alle Fälle noch ein Teil von dem zweiten Knäuel mit reinwandern, da ich das Ganze ein bisschen größer haben möchte. Ich meine, es ist jetzt schon so groß wie meine Hand, aber ich möchte es trotzdem noch ein Stückchen größer haben, weil ich die dann nachher umschlagen wollte, damit er einfach ein bisschen dicker ist. Wisst ihr, dass das nachher so, und dann kommt die Umrandung drum, gehäkelt, und dann ist das ein bisschen kräftiger. Aber dafür muss er halt ungefähr nochmal dasselbe wachsen. Deswegen kommt da nochmal ein Knöll auf alle Fälle rein. Ja. Und hier dieses Muster hatte ich mir reingemacht, weil ich bin immer so jemand, wenn ich dann die Sachen aus dem Ofen hole, ich unterhalte mich dann immer noch, weiß ich nicht, mit den Kindern, mit meinem Mann oder je nachdem, wer da ist. Und dann bin ich immer so jemand, ich fasse den dann an und denke mir, ja, du hast ihn in der Hand, und greife das Blech, und dann habe ich meistens nur das Blech gegriffen und habe nur einen Teil von meinem Topflappen gegriffen dabei. Und deswegen habe ich mir das Muster hier reingemacht, weil ich finde, hier auf der Seite fühlt man das ja.
Und wenn ich es nachher doppelt habe, habe ich den auf der anderen Seite ja auch dieses Muster. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ich dann eher merke, dass ich den Topflappen nicht richtig in der Hand habe. Ja, obwohl, naja, man wird es merken, man wird es sehen. Ja, deswegen, da kommt der nochmal in derselben Länge, ein Knöllchen dazu. Das Ganze häkel ich wie angegeben auf dem Garn mit einer Dreiernadel, damit ja, das halt ein bisschen dichter einfach ist. Man kann das auch mit einer größeren Nadel häkeln, wenn man das möchte, aber ich habe mich jetzt hier, wie die Empfehlung sagt, Dreiernadel entschieden. Ich dachte, das ist so ganz in Ordnung, aber ist schon trotzdem, obwohl es mit einer Dreier ist, seht ihr, man kann ja richtig durchgucken. Deswegen dachte ich, wenn ich das doppelt nehme, ist das ganz gut. Ja, das waren die 3 Projekte, die ich am Start hatte. Ich werde jetzt noch hingehen und da ich ja jetzt hier die Weste, die Sternweste soweit fertig habe und euch auch die Anleitung dazu gegeben habe, werde ich jetzt mal gucken, ob ich noch den einen Schal für meinen Sohn häkel. Da hatte ich jetzt auch überlegt, ob ich da ein kleines Video dazu mache, so nach dem Motto, so habe ich ihn gehäkelt. Weil das Muster war ja schon auf Zustimmung gestoßen und da dachte ich, könnte ich euch das auch einfach mal zeigen. Also wenn ihr darauf Lust habt, könnt ihr mir ja mal Rückmeldung geben. Den Schal meinte ich, diesen grünen Schal. Ich hole den gerade mal einen Moment. Also diesen Schal hier habe ich gemeint. Den. Da dachte ich, kann ich euch das Muster ja auch mal zeigen, weil das ist wirklich, es ist sehr einfach und sehr schön zu häkeln. Ich finde, das sieht auch sehr schick aus. Hat einen tollen Effekt. Ja, und auch hier vorne mit dieser Knotung, ich weiß nicht, wie man das nennt, finde ich das sehr praktisch. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir ja mal Rückmeldung geben. Ich wollte das hier mit dem anderen Teil von dem Hobbygarn machen, was ich hier hatte, das Rainbow 88 Glitter Christmas von Hobby. Das hatte ich ja von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich aus dem Grünen den Schal für meine Tochter mache und hier raus den für meinen Sohn. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das anzieht mit dem Goldfaden dann da drin. Keine Ahnung, ich glaube es eher nicht. Aber das ist dann auch nicht schlimm. Habe ich wenigstens was zu tun mit den Fingern. Ja, genau. Wenn nicht, werde ich es wahrscheinlich meiner Mutter geben oder vielleicht auch meiner Tante. Mal schauen, wer ihn dann haben möchte. Ja, auf jeden Fall dachte ich, da könnte ich euch ja auch, also wenn ihr daran Interesse habt, kann ich euch das gern noch zeigen. Nicht nochmal, sondern noch zeigen. Das hatte ich ja auch mit einer Vierernadel gehäkelt hier den. Deswegen, der ging schön, war schön einfach und hat gut geklappt. Ja, also wie ihr möchtet, könnt ihr mir aber Bescheid geben, dann weiß ich da auch Bescheid. Und dann ja, war es das eigentlich auch schon wieder. Ne? Gab leider nicht so viel zum Zeigen, weil ich ja eher mit den anderen Sachen beschäftigt war, mit dem Video. Aber ich hoffe, ihr habt euch gefreut darüber, über das Video, über die kleine Anleitung der Sternenweste. Und ihr kommt damit klar. Wenn nicht, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich helfe euch da auch gerne. Also wenn irgendwas unverständlich ist. Ich muss ja auch lernen können für meine Videos. Von daher meldet euch einfach. Wäre super. Ja, dann
wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen und einen Kommentar, würde ich mich natürlich mega freuen. Oder auch ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Könnt ihr auch gerne machen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Entweder dienstags bei einem Diamond Painting Video oder samstags bei meinen Handarbeiten. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Macht's gut. Tschüss.